Das Projekt Vielfaltergarten ist ein Citizen Science Projekt. Das bedeutet, gemeinsam mit BürgerInnen der Stadt Leipzig möchten wir die Schmetterlingsvielfalt erforschen und wir möchten gemeinsam Schutzmaßnahmen entwickeln, die es ermöglichen, dass sich Schmetterlinge im Raum Leipzig wieder ansiedeln. Schmetterlinge sind Insekten und erfüllen als Bestäuber eine wichtige Aufgabe in unserem Ökosystem, wie auch beispielsweise viele Wildbienenarten. Wir möchten BürgerInnen Wissen über Schmetterlinge und ihre Lebensräume vermitteln und gleichzeitig dazu anregen, Stadtgärten und Stadtgrün so zu gestalten, dass sie den Erhalt der biologischen Vielfalt fördern. Ich war vor kurzem am Deutschen Platz hier in Leipzig und habe da gerade mal einen einsamen Kohlweißling gesehen. Aber Ältere haben mir berichtet, dass in den 50er Jahren der Deutsche Platz voll von Schmetterlingen war und sie als Kind dorthin gegangen sind, um Schmetterlinge zu sehen. Und daran erkennen wir, dass die Schmetterlingspopulationen in der Stadt Leipzig sehr stark abgenommen haben und dass wir etwas tun müssen, um den Schutz der Schmetterlinge voranzutreiben. Wir erleben nicht nur einen Verlust von Artenvielfalt, sondern auch einen Verlust von Naturerleben, einen Verlust von Artenkennerinnen und Artenkennern. Hier möchten wir mit Vielfaltergarten ein Angebot machen und es geht nicht nur um Biodiversitätsmonitoring, es geht auch um Biodiversität erfassen und begreifen. Das Projekt Vielfaltergarten ist ein Projekt, das gemeinsam vom Umweltforschungszentrum Leipzig, dem BUND Leipzig, der Stadt Leipzig auf den Weg gebracht worden ist. Das Bundesamt für Naturschutz fördert das Projekt im Rahmen des Bundesprogramms für biologische Vielfalt, das inzwischen seit über 10 Jahren existiert. Die Stadt Leipzig ist Mitglied im Bündnis Kommunen für biologische Vielfalt. Und wir haben uns sehr früh als Stadt Leipzig damit auseinandergesetzt, was können wir als sehr grüne Stadt, als Stadt mit vielen Grünflächen, von den Menschen sehr angenommen und auch intensiv genutzt, was können wir leisten? Und insofern ist das Projekt Vielfaltergarten wiederum auch ein Beitrag dafür, dass wir mit gezielten Maßnahmen etwas zur Erhöhung der Biodiversität und zum Erhalt der Arten leisten. So entsteht zum Beispiel am Ende nicht nur eine bunte Wiese, sondern diejenigen, die die bunte Wiese angelegt haben, schauen nach den Effekten. Sie gucken, welche Tiere fliegen denn hinterher dort über die Wiese, was sind das für Nektarpflanzen, was können die Pflanzen bewirken, was tun die Tiere und was macht es mit mir. In unseren Park- und Grünanlagen treffen jedoch viele verschiedene Nutzungsansprüche und Wünsche aufeinander. Beispielsweise der Denkmalschutz, aber auch bestimmte Erholungsfunktionen oder eben die Biodiversität. Und hier gilt es für uns, eine Art Vermittlerposition einzunehmen, bei der die Stadt Leipzig versucht, diese verschiedenen Wünsche und Ansprüche zusammenzubringen und das Thema Biodiversitätsförderung zu kommunizieren, aber auch zu sensibilisieren, was die Umsetzung von Maßnahmen bedeutet. Hierfür werden etwa ausgewählte Flächen in unseren Parkanlagen mit insektenschonender Mahrtechnik gemäht und es werden Flächen temporär sozusagen als Rückzugsorte für die Insekten stehen gelassen. Wenn du Interesse hast, beim Vielfaltergarten mitzuwirken und dich im Schmetterlingsschutz zu engagieren, gibt es 2 Möglichkeiten. Eine Möglichkeit ist der aktive Schutz von Schmetterlingen und Insekten, also das konkrete Umsetzen biodiversitätsfördernder Maßnahmen und somit auch das tatsächliche Umgestalten von Grünflächen. Wie ist es möglich, bei uns im Projekt mitzumachen, indem der Garten schmetterlingsfreundlich gestaltet wird? Wie ist es umzusetzen? Im Prinzip einfach Wildnis zulassen oder Pestizide im Garten zu vermeiden. Einheimische Pflanzen zu pflanzen, schmetterlingsfreundliche Pflanzen zu pflanzen. Das können auch manchmal ganz normale Küchenkräuter sein. Oder eben auch kleine Wärmeinseln im Garten einrichten, die nicht nur für Schmetterlinge gut sind, sondern auch für andere Insekten und andere Tiere. Eine weitere Möglichkeit und damit auch eine sehr wichtige Möglichkeit ist, gemeinsam mit uns Schmetterlinge zu beobachten und in der Stadt Leipzig zu zählen. Wie kann man das machen? Auf unserer Website gibt es die Möglichkeit,
seinen Lieblingsort oder seinen Garten zu registrieren. Aber auch der Balkon, eine städtische Grünfläche oder einfach jede grüne Fläche, die man in Leipzig findet, ist für die Natur und die Biodiversität sehr wertvoll. Wenn man sich an diesem Ort immer mal wieder öfter aufhält, kann man diesen Ort bei uns auf der Website registrieren und regelmäßig dort Schmetterlinge zählen. Das ist auf der einen Seite durch unseren Erfassungsbogen möglich, aber auf der anderen Seite eben auch durch unsere App, die wir programmiert haben. Es gibt ungefähr einen Knopf zu drücken, um die Schmetterlinge zu erfassen. Dafür muss man sich eigentlich nur 15 Minuten Zeit nehmen. Also das Projekt ist derzeit noch auf Leipzig beschränkt, allerdings kann auch schon jeder mitmachen, der außerhalb von Leipzig Tagfalter sehen will. Grundsätzlich ist das Projekt nach oben hin immer weiter skalierbar. Wir können jetzt schon könnten wir viel mehr Daten aufnehmen, als wir gerade bekommen. Und diese Daten sind für uns dann wichtig für die wissenschaftliche Auswertung. Wir haben hier gemeinsam die Fläche urbar gemacht und zu diesem schönen Gemeinschaftsgarten, den ich jetzt koordiniere. Was hier auch vorrangig natürlich geschieht, ist, dass man zusammen sich um Pflanzen kümmert, aber auch um Honigbienen, Wildbienen, Schmetterlinge und Igel und anderes Getier und eben aber auch sehr viel umeinander kümmert. Wir wollen die verschiedenen Werte, die verschiedenen Erinnerungen oder was überhaupt Menschen mit Schmetterlingen verbindet, das wollen wir herausfinden, das wollen wir erkennen, denn das ist eine wichtige Voraussetzung dafür, den Schutz der Schmetterlingspopulationen durch insektenfreundliches Verhalten zu verbessern. Man muss zugucken, dass Baukultur und Stadtnatur in eine Verbindung geht. Und dieser neu gestaltete Platz hier wird man in 1-2 Jahren ein klares Zeichen geben, dass diese Pflanzen, auch die sehr insektenfreundlich sind, ein Anzugspunkt für Schmetterlinge sind. Wir als BUND setzen uns schon seit vielen Jahren für den Erhalt der Artenvielfalt in Leipzig ein. Mit dem Projekt Vielfaltergarten haben wir nun mehr Möglichkeiten und Kapazitäten, intensiver das Thema anzugehen. Als Umweltverband sind wir fest in der Stadt verankert und können damit eine große Anzahl von Menschen erreichen. Zum Beispiel unsere naturbegeisterten Aktiven und Mitglieder. Wir bieten die Möglichkeit, mehr über die Tagfalterarten zu lernen, sie zu bestimmen und selbstwirksam einen Beitrag für die Wissenschaft und den praktischen Naturschutz in Leipzig zu leisten. Unsere beiden Gemeinschaftsgärten dienen dafür als Orte zum Lernen, Erfahren und Ausprobieren. Wir würden uns natürlich freuen, wenn dieser Gemeinschaftsgarten noch viel mehr belebt wäre. Den meisten Spaß an dem Projekt macht mir eigentlich die Verbindung aus Wissenschaft und dem niedrigschwelligen Lernen von Inhalten. Also Wissenschaft verbindet sich mehr und mehr mit interessierten Bürgern, die an ein bestimmtes Thema, jetzt hier das Schmetterlingsthema, herangeführt werden. Und so können eigentlich die Wissenschaftler und die Bürger gleichermaßen voneinander profitieren. Unser langfristiges Ziel ist es, die Kleingartenvereine anzusprechen und über die Vereinsstrukturen möglichst viele Gärtnerinnen und Gärtner zu erreichen. Es gibt hier unglaublich große Kleingartenanlagen in Leipzig, wo wir dann hoffen, eine große Reichweite zu haben. Es gibt auch spannende Netzwerke der Kleingartenvereine wiederum, über die wir kommunizieren können. Als Projektpartner vom Vielfaltergarten bieten wir hier unseren Schaugarten im KGV an der Dammstraße in Schleusig als Veranstaltungsort an und zählen hier natürlich auch aktiv Schmetterlinge. Kooperationspartnertreffen als Ideenschmiede zählen natürlich auch zu dem Programm. Kommt uns doch gern mal besuchen. In Zeiten der Biodiversitätskrise und des Artensterbens ist es sehr wichtig, dass wir Schulgärten nach wie vor erhalten und pflegen. Die Idee, Kinder und Jugendliche, Schülerinnen und Schüler selbst biologische Vielfalt erkunden zu lassen und wissenschaftlich zu erfassen,
finde ich ganz hervorragend. Die lässt sich vor allem im Rahmen des Citizen Science, also der BürgerInnenwissenschaften, verwirklichen, so wie auch das Vielfalter Gartenprojekt gestrickt ist. Ich freue mich über jeden Tag, wo Schülerinnen und Schüler rausgehen und tatsächlich Insekten, Pflanzen und den Reichtum auch der städtischen Ökologie kennenlernen. Ich glaube, die Citizen Science Idee ist zukunftsweisend. Es ist eine tolle Idee, wenn wir es schaffen, Schülerinnen und Schüler aus der Schule heraus für solche Projekte zu motivieren. Dabei ist Vielfalter Garten sicherlich exemplarisch. Hier möchten wir gerne als Netzwerk zusammen mit anderen Initiativen zusammenarbeiten, voneinander lernen. Und wir fangen in Leipzig an, aber das Projekt kann auch in anderen Städten oder international aufgegriffen werden. Hier möchten wir mit Vielfalter Garten ein Angebot machen, mitzumachen, auf privaten Flächen oder öffentlichen Flächen und gemeinsam ganz konkret werden zu Biodiversitätsschutz. Und falls du einen Garten hast, bist du herzlich eingeladen, als Vielfalter Garten zu registrieren. Dann kannst du auch zusammen mit uns arbeiten, du kannst Tipps von uns bekommen, du kannst auch Pflanzen oder Samen von uns bekommen für die Schmetterlinge. Und wenn du einen Garten hast, der freundlicher für die Schmetterlinge ist es auch ein Biodiversitätsgarten. Wir möchten Sie einladen. Beteiligen Sie sich, gehen Sie auf unsere Webseite, nehmen Sie sich 15 Minuten Auszeit und machen Sie bei Vielfalter Garten mit.